zur Feier des Tages habe ich mich mal schick gemacht. Ich stelle euch heute 3 Bundeswehrsets von Modbricks vor. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, da sind die 3 Sets von Modbricks aus der Bundeswehrserie. Und wer von euch aufgepasst hat und meine Videos schon länger verfolgt, hat die Fahrzeuge immer mal wieder hier hinter mir in meinem Regal gesehen. Und über was reden wir? Wir reden über 3 Sets mit ziemlich langen Nummern, Freunde, die lese ich euch nicht vor, da müsst ihr einfach die Infocards in meinem Video gucken. Wir haben hier 300 Steine schwer den ESK Mongo, kennt ihr bestimmt, kleines Bundeswehrfahrzeugchen, was auch die Krisenreaktionskräfte und die Spezialkräfte benutzen. Dann haben wir hier den ATF Dingo, 278 Steinchen, aber ich glaube, da ist ein kleiner Fehler passiert, das müsste eigentlich eher optisch so ein Mowag Eagle sein. Und dann haben wir hier 421 Steinchen schwer den Duro 3 Jak. Alles 3 Fahrzeuge, ohne die die Bundeswehr nicht mehr auskommt. Ich will gleich mal auf dem Bautisch prüfen, ob ihr oder ich in unserem Klemmbausteinzimmer nicht mehr ohne diese Sets auskommt. Ja, Freunde, da haben wir unsere 3 Bundeswehrsets von Modbricks hier auf dem Tisch liegen. Den Duro, den Dingo, den Mongo, unsere freundlichen Nagetiere. Die 182-69081 mit 421 Teilen, die 182-69080 mit 278 Teilen und die 182-69079 mit 300 Teilen. Bei jedem dieser Sets gibt es wohl Minifiguren dabei. Schauen wir uns die Rückseiten schnell an. Da sehen wir die Fahrzeuge jeweils von hinten. Und auch noch beim Dingo hier. Auf den freue ich mich am meisten. Da sehen wir die Rückseiten und stellvertretend werde ich jetzt mal hier den Mongo aufschneiden. Wir halten heute mal das Unboxing etwas kürzer. Es sollte ja überall das gleiche drin sein und beim Review besprechen wir es ja eh nochmal. Typisch ein Set von Modbricks aus China mit Teserband zugemacht. So, da kommt die Anleitung raus. Karton ist leer. Wir haben hier die Minifigur Kogo Arctic Safe. Steine in grün, so wie wir es kennen von anderen Herstellern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Tüten. Aufkleber hier mit Y und Tatzenkreuz. Und die Anleitung, ja, die ist da so reingestopft, verkniest, genaddelt. DIN A3, das gefällt mir nicht so gut. Gefällt mir gar nicht sogar, um genau zu sein. Wir haben Bauschritte 1. Da oben geht's los. Wir haben natürlich hier keine Baugruppen, sondern nur unsere Tüten, die wir wegbauen. Und sind dann fertig mit Baustep 44. Bei den anderen Sets wird es ähnlich sein. Seht ihr ja im Speedbild. Euch da jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir beim Bauen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Wenn wir hier 3 Fahrzeuge bauen, die hauptsächlich bei der Bundeswehr genutzt werden, dann sprechen wir doch einfach über die Bundeswehr. Die Bundeswehr als Streitkraft der Bundesrepublik Deutschland hat eine reiche Geschichte, die bis zur Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 zurückreicht. Ihr Ursprung liegt im Nachkriegsdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Auflösung der Wehrmacht und der Zerschlagung der nationalsozialistischen Militärstrukturen wurden die deutschen Streitkräfte im Rahmen der Westintegration wieder aufgebaut. Am 12. November 1955 wurde die Bundeswehr offiziell gegründet. Sie wurde als Verteidigungsarmee konzipiert, um demokratische Prinzipien zu wahren und zivile Kontrolle sicherherzustellen. Während des Kalten Krieges spielte die Bundeswehr eine wichtige Rolle in der NATO, die als Verteidigungsbündnis gegen die Bedrohung durch den Warschauer Pakt fungierte. Die Struktur der Bundeswehr umfasst das Heer, die Marine und die Luftwaffe. Hinzu kommen die Streitkräftebasis, die verschiedene unterstützende Dienste anbietet, sowie das Zentralorganisationsamt, das sich um Personalangelegenheiten kümmert. Im Jahr 2021 hatte die Bundeswehr eine aktive Personalstärke von etwa 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Die internationale Beteiligung ist ein wichtiger Aspekt der Bundeswehr.
Sie war in verschiedenen Friedensmissionen, humanitären Hilfsaktionen und NATO-Einsätzen involviert. Ein bedeutender Einsatz war die Teilnahme an der International Security Assistance Force, der ISAF in Afghanistan, sowie der Kosovo Force, der KFOR. Die deutsche Wiedervereinigung in den 1990er Jahren hatte auch Auswirkungen auf die Bundeswehr. Die Nationale Volksarmee (NVA) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, der DDR, wurde integriert, was eine Herausforderung darstellte, da es notwendig war, verschiedene Militärkulturen und Ausrüstungen zu vereinen. Ein weiterer Wendepunkt war das Ende der Wehrpflicht im Jahr 2011. Dies führte zu einer Umstrukturierung der Bundeswehr und einer verstärkten Ausrichtung auf Berufs- und Zeitsoldaten. Diese Veränderung ermöglichte es, flexibler auf modernere Sicherheitsherausforderungen zu reagieren. Trotz ihrer Erfolge und Bemühungen steht die Bundeswehr auch vor Herausforderungen. Die Modernisierung der Ausrüstung, die Anpassung an geopolitische Veränderungen und die Sicherstellung einer angemessenen Rekrutierung sind weiterhin wichtige Themen. Hier herauszuheben, dass sogar die Wiedereinführung der Wehrpflicht im Raume steht. Insgesamt spielt die Bundeswehr eine bedeutende Rolle bei der Verteidigung demokratischer Werte und nationaler Interessen Deutschlands. Sie hat sich von einer Nachkriegsreform zu einer modernen, international engagierten Streitkraft entwickelt. Ja, Freunde, das waren jetzt mal ein paar Fakten zur Bundeswehr. Eher ein kleiner Text, der euch einen Einblick in die Bundeswehr gibt. Es gibt sehr viele interessante YouTube-Kanäle hier auf YouTube zum Thema Bundeswehr. Und natürlich da auch vor allem den eigenen YouTube-Kanal der Bundeswehr, den ich euch nur empfehlen kann, den ich auch ab und zu schaue. Auch hier gibt es ganz oft interessante Interviews mit führenden Persönlichkeiten aus der Bundeswehr, mit hohen Dienstgraden, die interviewt werden. Gerade zum Beispiel auch zum Thema des aktuellen Ukraine-Konfliktes und zu anstehenden Projekten, siehe Rüstung und so weiter. Also ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen und wir bezahlen ihn ja eben mit unseren Steuergeldern, also warum dann nicht auch immer bei YouTube gucken. Ja, Freunde, wie gesagt, das waren jetzt mal ein paar Fakten zur Bundeswehr und nochmal ein kleiner Nachtrag von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Klemmbaustein-Review der 3 Bundeswehr-Modbrick-Sets des Duro, des Mungos und des von Modbricks zwar Dingo genannten Sets, wo ich aber glaube eher, dass es ein Igel ist. Viel Spaß, liebe Freunde! Nach 3 Stunden Bauzeit sind sie fertig. Unser Mungo, unser Dingo aka Igel und unser Duro 3 Jack aus dem Hause Modbricks, Design vom lieben Patrick Lachette aus Luxemburg. Ja, Freunde, ich habe fast circa 3 Stunden, sagen wir mal, ich habe für jedes Fahrzeug eine Stunde gebraucht. Übrig geblieben sind auch ein paar Teile. Also ich hatte keine Fehlteile, das ist schon mal cool. Es gab auch Sticker, die habe ich nicht angebracht. Hier für den Mungo zum Beispiel, ich sitze hier am Bild, da das Tatzenkreuz, habe ich nicht angebracht. Und es gab diese Anleitungen. Und diese Anleitung, Freunde, ihr seht das schon hier, da kann man farblich kaum was drauf erkennen. Es sieht eigentlich alles schwarz aus, obwohl wir hier braun und grün haben. Diese Anleitung ist richtig, richtig schlecht. Das ist jetzt hier die Anleitung vom Duro. Und seht mal, wie dunkel da das Bild ist. Das geht vielleicht als PDF, die bekommt man ja wohl auch. Aber ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ob ich bis heute die Front richtig gebaut habe. Ich glaube, da gibt es einen Baufehler. Das ist hier unten der Step 51. Also die Anleitung hier ist richtig Grütze. Das geht besser und macht Modbricks ja Gott sei Dank auch jetzt unter Bluebricks besser. Das zieht sich so durch. Hier beim Mungo haben wir aufgrund des kleinen Fahrzeugs etwas größer die Anleitung, aber auch hier die Farben, man kann es kaum erkennen. Und dann beim Dingo aka Eagle, da kann man die Farben schon wieder ein bisschen besser erkennen, aber trotzdem zieht sich auch hier das durch, diese Anleitung. Ich bin froh, kann ich sagen, was die Anleitung angeht, dass jetzt hier wirklich Modbricks unter dem Hause Bluebricks, der hinten lugt, durch ist. Ja, Steine haben wir über. Wir haben bei jedem dieser 3 Fahrzeuge diese Kogo-Figur dabei, die jetzt ja irgendwie safe ist oder nicht safe. Genauen Stand weiß ich nicht, aber ich meine, er ist safe. Oder er hier, das Manschgal, die Figur, mit so einer, Zweite Weltkriegs-Submachine-Gun, aber überall bedruckt, das Gesicht auch. Kopf geht nicht so gut ab. So, da hinten wie vorne gedruckt. Der Herr guckt
grimmig da hinein. Figur ist überall gleich. Überall diese Zweite Weltkriegsmaschinenpistole und dann diese bedruckte Figur. Deswegen packe ich die Figuren mal an die Seite. Ja, Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, gucken wir noch mal kurz die Steine an, die wir hier über haben. Eine ganze Handvoll. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, welcher Stein wie wo über war, aber ich sag mal so, 3, 4 Steine hat man über pro Set und sogar hier eine große Motorhaube. Aber ihr seht es hier auch schon, die Steine sind alle, ja, zerkratzt und schmutzig und das zieht sich leider durch die Sets. Wir haben halt Farbabweichungen und wir haben Steine, die alle etwas, ja, used aussehen. Also wir haben hier wirklich Fahrzeuge, die schon mal im Einsatz waren. Ihr seht es hier, also also der Radkasten hier hat ein ganz anderes Braun als da. Und das liegt nicht daran, dass ich mich jetzt hier verbaut habe. Es ist nämlich kein anderer dabei. Das Grün hier ist auch irgendwie anders als das Grün, ups, auf der anderen Seite. Ne, doch nicht, aber ja, es wirkt trotzdem ein bisschen heller. Ja, aber ihr seht, die Steine sind alle ein bisschen benutzt, sagen wir es mal so. Wir können hier in den Fahrgastraum keine Figur reinpacken. Dafür können wir hier hinten die Klappe aufmachen, haben da eine Sitzbank und wir können sogar das Dach hier, was gesteckt ist, mit so C-Claims, können wir sogar noch variieren. Also das ist ganz gut gelöst. Ich muss auch sagen, Freunde, optisch ist dieses Fahrzeug hier auch irgendwie das niedlichste und das coolste, finde ich, weil es sieht wirklich so schön bullig aus. Aber ihr seht es hier, die Steine sind jetzt nicht gerade die besten, was die Lagerung wohl anging. Also die müssen halt lange da beim Kommissionierer damals von Modbricks gelegen haben. Unterbau schön gebaut, schön zugebaut, das gefällt mir. Generell hat Patrick immer schöne, ja, also eigentlich fast immer 1:1 irgendwie versucht, die Technik der Fahrzeuge umzusetzen. Das gefällt mir. Also hier der Mongo. Dann kommen wir hier zum Igel. Da zieht es sich durch. Ihr seht hier auch die Steine alle ein bisschen schlierig und schmutzig und zerkratzt. Wir haben auch hier ja andere Radfarbe vom Grün her als dann beim restlichen Fahrzeug. Aber auch hier cool, wieder unten so alles versucht so technisch umzusetzen. Wir haben sogar hier eine Anhängerkupplung und wir haben hier sogar auch Klappen, dass wir das Fahrzeug aufmachen können. Und dann können wir was reinschmeißen. Aber auch hier, ihr könnt es schon erahnen, man sieht es, Figur reinsetzen geht nicht. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier eine der Angeln verbogen ist. Ihr seht das schon, das gefällt mir nicht gut. Ich finde auch wenn das vielleicht realistisch ist, mit diesen Antennen sieht es eher aus wie ein Geißbock, Springbock oder ja, wie so ein Autoscooter, ne, was oben seinen Strom holt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber sonst ganz cool. Ja, wahrscheinlich ein Tod muss man sterben. Bautechnik ist immer hier, wenn man diese Scheiben so quer liegt, sieht man immer hier, seht das vielleicht, dann ist ja hier keine Aufnoppung, weil die Scheibe ja hier quer liegt an diesem Bracket. Man sieht es da vielleicht in diesem L. Und da wird es so gebaut und dann gibt es ja hier keine Vernoppung. Und dann drückt man oft, wenn man das Fahrzeug so anfasst, immer die Scheiben rein. Und das sieht man hier hinten auch ganz gut. Das kommt leider ganz oft vor. Und was mir auch nicht gefällt so ganz gut, man kann durchgucken, aber es hat auch bautechnisch wahrscheinlich nicht anders gelöst. Trotzdem kann man erahnen, was es ist. Ich sage, es ist ein Mowag Eagle. Ja, das Fahrzeug, worauf ich mich mit am meisten gefreut habe, hier ist der Duro. Hier oben auch mit Waffengondel. Nebelwerfer, Maschinenkanone oder Granatwerfer, pipapo. Hier habe ich ja gesagt, weiß ich gar nicht ganz genau, ob ich es richtig gebaut habe. Aber ihr seht auch hier die Steine alle. Den Staub ist mal außen vor, der kommt von mir. Aber das Angemackte, dieses, ja, schon etwas Used-Look-mäßige, das ist von den Steinen. Sonst sieht das Ding ziemlich cool aus. Ob die Maßstäbe genau passen, kann ich euch nicht sagen. Er wirkt sehr dünn. Aber wenn man sich mal die Bilder anguckt, ist dieses Fahrzeug auch nicht gerade das breiteste. Hier drinnen auch wieder fast die gleiche Bautechnik, wie ich gerade erzählt habe. Wir haben hier hinten auch eine Klappe, aber die können wir nicht aufmachen. Die müssen wir halt so aufbauen. So, und dann seht ihr, dass keine Klappe da ist. Aber da ist diese Bautechnik, wie ich gesagt habe, dass wir halt so wegbauen. Und diese Steine in so Bundeswehrfarben habe ich noch nie gesehen. Gut, sie sind zerkratzt, aber gesehen habe ich sie trotzdem noch nie. Ich zeige euch jetzt aber noch mal gleich was, Freunde, so einfach zum Gegenhalten. Also hier das Fahrzeug und auch von unten sehr robust, cool gelöst. So, ach so, und wir haben keine Klappen hier, ne, und auch da drinnen kann man, glaube ich, nichts reinmachen. Das ist schon so lange her, ich es gebaut habe. Ne, ihr seht, da kommt man dran zwar, aber man kann nichts reinpacken. Also es ist
hohl von innen und das Fahrzeug ist quasi also auch nicht bespielbar. Und ja, Freunde, deswegen hier mal als Vergleich, das ist ein Fahrzeug aus der Qingdao-Serie von Blue Bricks, beziehungsweise habe ich das sogar bei Modbricks gekauft. Das ist der allseits bekannte Wolf. Optisch passt er natürlich in die Reihe. Ob die Maßstäbe stimmen, weiß ich nicht. Aber hier sehen die Steine wesentlich besser aus. Auch nicht top, aber sie sehen doch besser aus. Ja, Freunde, das waren die 3 Fahrzeuge von Modbricks. Ihr bekommt gleich Detailbilder. Reingemogelt noch einer von Qingdao Blue Bricks, Freunde. Ja, das war das kleine Reviewchen, die Übersicht. Euch jetzt viel Spaß bei den Detailfotos und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle, wenn wir hier angelangt sind beim Video, gibt es Detailfotos für euch. Einfach, damit ihr euch unabhängig von meinem Review gerade nochmal selber einen Eindruck von diesen 3 Bundeswehrsets, den Duro, den Mongo und den Eagle von Modbricks verschaffen könnt. Ich finde es ganz wichtig, dass ihr selber nochmal genau hinschaut, unabhängig von den Eindrücken, die ich euch vermittelt habe, weil die ja oft subjektiv sind, man ab und zu ja eine emotionale Bindung zu einem Design hat und so weiter. Deswegen hier die Bilder ungeschönt, einfach damit ihr, wie gesagt, nochmal selber hier eure Sinne schärfen könnt. Und ich würde mich freuen, Freunde, wenn ihr mir vielleicht gleich euer Feedback, eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Set unten in die Kommentare schreibt. Ich weiß zum Beispiel, dass der Florian, einer der Designer ja von Blue Bricks bzw. Modbricks, immer hier in den Kommentarspalten mitliest und sich dadurch Informationen und auch Ideen und auch Kritik oft annimmt und das dann umsetzt. Also scheut euch da nicht, hier eure Meinung kundzutun. Und generell, Freunde, findet ihr ja wie immer unten auch in der Videobeschreibung alle Infos zu den Sets, Größe, Menge, Preis und so weiter und natürlich Links zu den Sets zum Webshop von Modbricks. Ja, bei Modbricks wird sich ja einiges noch tun. Die Sets werden ja demnächst bei Blue Bricks und bei Modbricks gelistet. Andere Steine, andere Designer. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Jetzt unter Blue Bricks bzw. BB Service GmbH ist ja da viel Qualität im Hintergrund, gerade wenn es um die Prozessor geht. Wenn ihr euch doch für diese Sets entschließt, bei Blue Bricks gibt es jetzt ja auch einen super Ersatzteilservice, an den ihr euch wenden könnt. Wenn Teile fehlen, einfach direkt an Blue Bricks schreiben. Das wäre meine Empfehlung, weil das würde ich genauso machen, liebe Freunde. So, viel dazu und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, das Video ist leider zu Ende und der getreue Zuschauer hat es vielleicht gemerkt, ich habe ein bisschen geflunkert. So eine richtige Bundeswehrpremiere mit dem Thema Modbricks ist es gar nicht, denn ich habe ja schon mal einen Unimog vom Florian Weise vorgestellt, auch von Modbricks Thema Bundeswehr. Also, aber Premiere kann man sagen, 3 Stück auf einmal, oder? Das geht doch auch. Und so ein bisschen flunkern, Freunde, seht's mir nach. Ich komme aus dem Weserbergland, genau genommen aus dem Landkreis, wo auch der Lügenbaron von Münchhausen herkommt. Also vielleicht liegt das mir im Blute. Aber nicht ernst gemeint. Freunde, 3 Sets. Ich bin vielleicht ein bisschen hart mit den Sets ins Gericht gegangen. Optisch finde ich sie klasse. Die Steine, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen. Es ist eure Entscheidung. Wenn ihr Bundeswehrsets sammelt, dürfen sie nicht fehlen. Wenn ihr sagt, ach, ne, bauen, da schreckt mich nichts ab, ist es auch das Richtige, wenn ihr so ein Teil mit eurer Tochter oder Sohn bauen wollt, weil ihr vielleicht mal auf einen Igel gedient habt oder sowas. Vergesst es. Das macht nur traurige Kinderaugen. Sonst macht es Spaß, im Regal stehen zu haben und anzuschauen. Aber wie immer, das nur meine Meinung. Freunde, schreibt mir eure Bitten unten in die Kommentare. Alle Infos zu den Sets findet ihr wie immer auch unten in der Videobeschreibung. Links, pipapo, habe ich alles schon gesagt. Jetzt haben wir hier 3 Fahrzeuge. Das heißt, ich wünsche euch wie immer eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.